Alrighty dann, liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Shakes It Fidget mit mir, Basti, und wir sind auf W53 mal wieder unterwegs. W53 haben wir eine Videoreihe auf meinem Kanal, die Players to Watch waren da sehr, sehr stark, weshalb ich den Server, glaube wir haben schon 15 Videos für diesen Server gemacht, also nicht alles Players to Watch, aber der Server, obwohl ich ihn gar nicht spiele, ist sehr präsent auf meinem Kanal gewesen. Das letzte Video war vom 5. Juli, also ein bisschen mehr als 4 Monate her. Und wir wollen gucken, wie es bei den Gilden aussieht. Und wir wollen natürlich sehen, wer von den Players to Watch noch aktiv am Start ist. Das war auch der Server mit den meisten Spielern in der Players to Watch Liste über die Zeit. Nur W50 war eigentlich von der Menge her in der Lage, W53 dort zu konkurrieren, aber hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Wir haben nette Leute kennengelernt. Und natürlich, wenn ihr noch auf W53 spielt, dann verfasst definitiv einen YouTube-Kommentar, damit ich da auch immer weiß, okay, dass ihr auch die geilen Leute von W53 seid. Also, merken ist so ein Thema, lesen ist immer besser. Also, ja, haltet mich da auch gerne auf dem aktuellsten Stand. Im letzten Video haben wir uns auch erst die Gilden angeguckt. Und deshalb würde ich das gerne mal vergleichen, wie es da jetzt aussieht bei den Gilden. Und zwar gehen wir jetzt mal hier drauf. Achso, ja, na gut, falsch. Und wir sehen jetzt Folgendes. Also, die zweite Legion ist erster Platz. Mit einem Abstand von 500 Ehrenhalle Punkten. Tavernenflotte auf Rang 2. Und Pleasure auf Rang 3. Und das ist vor 4 Monaten ein bisschen anders gewesen. Da war Tavernenflotte Dritter und Pleasures auf Rang 2. Das heißt, die Tavernenflotte, die ja auf W59 die vermeintliche Top 1 Gilde ist, vermeintlich einfach nur, weil die Ehrenhalle sich noch nicht ganz gefestigt hat. Also ich gehe schon davon aus, dass sie Rang 1 ist. Hat sich also hier auch auf Rang 2 hochgekämpft. Und anscheinend auch so, dass es solid ist. Also 300 Ehrenhalle-Punkte bei so einem alten Server, also ganz alt ist er nicht, aber er ist ja auch nicht ganz neu. Das heißt, Kämpfe werden schon lange getätigt. 300 Punkte sich dort zu erarbeiten zum nächsten Platz ist schon eine Hausnummer. Und da gehen ganz wenige Kämpfe verloren. Also muss man so sagen, wiederum die zweite Legion dort auf Rang 1. Zweite Legion ja so ein bisschen meine Gilde hier auf diesem Server. Hoffe ich natürlich, dass viele Leute noch aus der Players to Watch da wiederzufinden sind. Gucken wir uns gleich an. Wir gucken trotzdem mal, wir sehen, dass Husaria jetzt auf 4 ist. Die waren zuletzt auf 6, also die haben sich auch hochgekämpft. Muss man mal sagen. We Legions bleiben 5. Team Zero ist hier 6. War damals 7. Also da hat sich nichts geändert. Jetzt auf Rang 7 haben wir Zmeusel oder, weiß nicht, wie ich das aussprechen soll, auch die nächste Gilde kann ich nicht aussprechen. Und die eine Gilde Zmeusel war gar nicht vorhanden zuletzt. Und die andere Gilde war 10. Platz mit Dr. Joint als Leader. Wir sind jetzt 8. Hot and Spicy 9. Die waren damals auch 9. Und 10. sind jetzt die Czech Riders. Die waren damals auf 18. Also gefühlt sind einige Gilden eher hochgekommen. Dafür sind 2 ganz verschwunden. Heimathafen sehe ich ja noch. Es scheint eine deutsche Gilde zu sein. Cooler Name auch. Die waren damals nicht vertreten, zumindest nicht in der Top 26. Also mehr sehe ich gerade nicht. Also auch interessant. Es kann ja natürlich immer sein, dass sich Gilden umbenennen, aber hier sieht es eher so aus, als wenn das wirklich auch eine Gilde ist, die sich irgendwie hochgekämpft hat. GZ, aber auch GZ an die Tavernenflotte, dass sie sich da so fest auf Rang 2 gespielt haben und natürlich GZ an die zweite Legion, dass sie immer noch Erster sind. Und jetzt muss ich mal schauen. Ich habe mit meinem Postfach noch gar nicht reingeguckt, was es denn hier gibt. Ja. Firestorm, Players to Watch. Hey, ich bin noch am Spielen, nur gerade nicht super aktiv, habe im Moment nicht die Zeit, hier aktiv zu spielen. Ich werde auf jeden Fall weiterspielen fürs erste Mal gucken. Vielleicht auch noch mal etwas aktiver. Ah ja, der hat das also aufgrund des Partes gesagt damals, aber er ist immer noch Rang 228. Also er war auch, oder? Also es sieht mir jetzt zumindest nicht so aus, als wäre er wirklich sehr aktiv. Ich hätte jetzt gedacht, dass der, obwohl, nee, 386. Es kann natürlich sein, dass das aktuelle Level ist, einfach, dass er das mitzieht. Will ich jetzt nicht sagen, dass er gar nicht mehr gespielt hat, aber er ist jetzt immer noch nicht aktiv, der Firestorm, deshalb nehme ich ihn jetzt nicht in die Players to Watch. Aber schön, dass er mir geschrieben hat. Ich habe tatsächlich vergessen, einfach mal reinzugucken.
muss ich, wenn ich Players to Watch Videos mache, allgemein halt mich auch erinnern, dann nur 1, 2 Tage später noch ins Postfach zu gucken, auf den Servern, wo ich nicht spiele, weil dann hin und wieder Leute doch ins Postfach schreiben. Ja. Schauen wir mal jetzt rein in die Players to Watch. Ich schaue mir mal an, wo die Leute zuletzt standen, wie die Entwicklung war. Arcadia Miran, da fangen wir schon wieder stark an. 2. Legion, ganz klar. 416, Rang 10. Ganz, ganz stark. War damals 384 auf Rang 2. War ja der Top-Spieler, Spielerinnen. Ich vergesse das immer wieder, selbst wenn ich sage. Aber ich glaube, es ist der Spieler hier auf dem Server. Super Char hier. Also ich brauche da nicht viel dazu sagen. Das sieht mir alles. Ja, also einige Items sehr aktuell, wahrscheinlich vom letzten legendären Dungeon. Nicht alle sind ganz aktuell, aber ein Großteil. Also inklusive der Waffe, was mit das Wichtigste ist, das Schild. Also 3 Items, glaube ich, fehlen, wenn ich das hier sehe. Ansonsten top aktuell. Unterwegs mit 416. Sehr, sehr stark. So, dann mache ich mal hier das weg. Gucken wir mal weiter. Dann kommt Balthasar. Sehen wir hier auf 408. Nicht minder schwach. Damals 375. Hat sogar mehr Level gemacht im Verhältnis. Also ein bisschen aufgeholt. Als Magier. Auch einer der Top-Spieler hier hat auch. Die Waffe sieht ja geil aus. The Devil's Trident. Oh, was? Ich will Magier spielen. Ich werde in meinem Leben irgendwann mal einen Magier spielen. Aber dann, also das kann noch ein paar Jahre dauern. Ich hoffe, dass er nochmal gebufft wird, Kappa Klaus. Auch hier anscheinend fast alle Items, bis auf die Schuhe aktuell vom letzten Dungeon. Damit hält man sich natürlich auch sehr stark, ist sehr auf Schaden geskillt. Krass, okay. Ja, wir haben 53% auch schon, ne? 58%, also die ruhen auch schon richtig krass dabei bei den Spielern. Ebenfalls bei der 2. Legion passt natürlich, dass er da weiterhin dabei ist. Birkmirk war damals 384, auch ein guter Spieler gewesen bei der 2. Legion, aber anscheinend nicht mehr aktiv. Gut, es ist über 4 Monate her, sowas passiert. Ist natürlich schade, weil es war ein sehr, sehr starker Char. Also ich glaube, damals war er vom Rang her in den Top 30. Da ist auf jeden Fall auch ein bisschen Geld reingeflossen in den Char. Aber er spielt wahrscheinlich auf B55 weiter. Vielleicht ist das sein Main-Char. Ja, das kann natürlich sein. Birkmirk trotzdem, GZ. War bis dahin eine gute Leistung gewesen. Esther Rosa kommt als nächstes aus der 2. Legion, ist weiterhin bei der 2. Legion unterwegs. Und dort sehen wir ein Level von 387 als Berserker, damals 364. Also nicht ganz auf dem Top-Niveau-Level der anderen Spieler, aber was mir natürlich auffällt, ist das Design. Also tatsächlich sind die Items vom Design her genauso gleich. Ich habe damals nicht drauf geguckt, wie stark die Items sind. Also entweder es könnte vielleicht sein, dass das noch die gleichen Items sind. Man muss ja nicht zwingend auch neu ausrüsten. Aber das Set sieht halt geil aus. Es kann natürlich sein, dass er auch gechanged hat und dann das Aussehen einfach verändert hat. Das ist auch möglich. Ist ja heutzutage alles möglich, ne? Die Welt bietet alles, ja. Und er ist auf jeden Fall weiterhin dabei mit einem sehr, sehr guten Charme. Natürlich auch einer wichtiger Part, wie auch alle anderen Spieler, dafür, dass die 2. Legion da oben steht. Genauso auch wie der nächste Spieler. Denn wir haben die Gurke hier am Start mit Level 410. Und er hat auch den Devil's Trident. Oh, der sieht richtig geil aus. Also ohne Spaß, ne? Und 410 im Level als Magier. Ist wahrscheinlich der stärkste Magier auf dem Server. Rang 3 in der Ehrenhalle. Eieieiei. Nicht von schlechtesten Eltern hier. Damals auch schon top unterwegs gewesen, aber wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen stärker im Verhältnis. Sehr, sehr stark gespielt. Ims kommt als nächstes. Der war damals bei den Space Nuts mit 327, ist jetzt 359 bei Asgard. Asgard haben wir jetzt, glaube ich, in der Top 20 gesehen. Also wahrscheinlich einer, der dann auch weiter oben ist, Rang 14. Durchschnittslevel über dem Durchschnittslevel. Ja, ist also ein sehr wichtiger Bestandteil der Gilde hier. Ich gucke mir das immer ganz gerne an, weil das verdient auch Aufmerksamkeit. Ich mag es auch in vermeintlich schwächeren Gilden, ein hohes Level zu haben und die halt zu pushen. Das werde ich wahrscheinlich auch auf W60 machen. Ja, wir sehen, dass auch nicht alle Items ganz brennend aktuell sind. Muss auch nicht sein. Aktivität ist hier das Wichtigste. Er kann ja die neuen Dungeons machen. Da würde mich mal interessieren, wenn Ims das jetzt hier sehen sollte irgendwie
ob er die neuen Dungeons auch schon schaffen konnte. Also im Licht sicherlich, aber in der Schattenwelt würde mich das mal sehr doll interessieren. Ja, genau. Mangogran war damals bei Goldregen. Aha, die Gilde, weiß nicht, ob es die noch gibt. Ist jetzt bei dem Heimathafen. Die Gilde, die wir gesehen haben, die um Top 10 kämpft hier an dieser Stelle. Wieso komme ich denn nicht auf Mangogran? In der alten. Ach, hier. So. Ehemaliger Onka. Hat er hier noch stehen. Goldregen nie vergessen. Kann es vielleicht sein, dass Goldregen sich aufgelöst hat und der Heimathafen dadurch irgendwie stärker geworden ist? Also es würde jetzt passen, weil es ja beides deutsche Gildennamen sind. Damals war er Level 327, jetzt 367, also gut gepusht in der Zeit. Als Krieger ja auch immer gar nicht so einfach. Spielt da einen sehr starken, ausgeglichenen Char und kämpft sich wahrscheinlich hier auch weiterhin in die Top-Region. Top unterwegs auch Olaf Scholz von 358 zu 386. Auch hier sehen wir viele Legis am Start. Die könnten aufgrund des Levels bei ihm relativ... Ach ne, hier. Das ist 566. Also er war am letzten Dungeon wahrscheinlich sehr aktiv und im vorletzten und im letzten Dungeon nicht mehr ganz so aktiv wahrscheinlich. Würde ich jetzt mal irgendwie vermuten. Sieht zumindest so aus, sehr ausgeglichen geskillt. Also auf jeden Fall gut unterwegs, weiter so. Paschi, 2. Legion. Also ich habe gefühlt nur noch Spieler aus der 2. Legion hier, ne? Auch damals schon 2. Legion, 344 auf 403, hat es also geschafft als Battle Mage. Auch sehr, sehr starke Leistung. Ja gut, bei den Skills sieht man dann die Unterschiede auch zwischen zum Beispiel Olaf Scholz und Paschi. Also rein vom Char ist er nochmal deutlich stärker, aber dadurch ist er auch in der Ehrenhalle halt viel weiter vorne. Das erklärt es. Ronnier ist so ein bisschen im Zweikampf mit Paschi, weil damals 371, also fast so wie Paschi, jetzt ist er sogar 408. Er ist Magier, ja tendenziell vielleicht als Magier noch ein bisschen einfacher zu leveln als als Battle Mage, aber er ist auch ist krass auf Schaden geskillt. Also die Magier gehen hier tatsächlich auf 10 Millionen Skillpunkte, das es kostet und dann gefühlt nur noch Intelligenz pushen. Also ich bin ein Freund von Schaden. Man muss natürlich gucken, durch die Items ist der Unterschied nicht zu krass, aber langfristig muss man wahrscheinlich irgendwann auch mal Constitution pushen, könnte ich mir vorstellen. Aber 408 im Level auch krass. Das ist hier aus der Players to Watch das dritthöchste Level bisher. 416, 410, dann haben wir zweimal 408. Schaufler bei der 2. Legion ist nicht ganz so weit hochgekommen, trotzdem von 371, also auch gleiche Ausgangssituation wie Ronny, auf 399 als Druide. Oh, mal interessant, der hat also jetzt den Druiden ja komplett standardmäßig angefangen, dann gab es ein Rework, jetzt gab es nochmal ein Rework. Schaufler, wenn du das hörst, schreib mir mal gerne bitte deine Meinung von den Changes des Druiden, wie du das erlebt hast als Bestandsspieler. Würde mir sehr imponieren, wenn du das mir irgendwie mal schreibst, die Meinung. Einfach mal so ad hoc. Dann kommen wir mal zu Simon. Simon auch noch aktiv. Ich muss hier bloß beim alten Video ein bisschen gucken. Der war damals bei Pleasures unterwegs. Ist jetzt bei We Legions. Level 350 auf 372. Also auch nicht schlecht unterwegs als Berserker. Warum ist er denn nicht mehr bei Pleasures? Würde mich jetzt... Also es gibt ja verschiedene Gründe. Gab es vielleicht einen Kick oder wollte er wechseln aus verschiedenen Gründen? Würde mich interessieren. Aber muss man natürlich nicht zwingenderweise mir auch mitteilen, ja. So, dann sehen wir Torpedo. Er war damals bei We Legions und er ist jetzt bei Pleasures. Da gab es vielleicht, also ich würde ja lachen, wenn Simon gekickt wurde, damit Torpedo da reinjoinen kann. Also ich glaube es nicht, dass es passiert ist. Aber Torpedo ja mit 418, der levelhöchste Spieler meiner Players to Watch. Oha, hat anscheinend auch einen Twitch-Kanal hier. Also auch ein Top-Char auf dem Server, der nicht bei 2. Legion ist. Also das ist natürlich nochmal interessant. Die Skills, ja, 10.000 zu 3.800, 10.008 zu 3.800. Guckt mal nochmal mit Gurke. 10.600 zu 4.020. Also von den Skills her relativ identisch. Gurke sogar besser geskillt. Natürlich Berserker Level-Vorteil. Starker Fight. Und last but not least haben wir wenigstens noch Drivo auch als Assassinen dabei, der ein Top-Char spielt. Damals war er Level 373, jetzt ist er Level 394. Also auch gut unterwegs, jetzt nicht in den Top-Lagen wie die anderen Spieler über 400, aber er bettelt sich so ein bisschen mit den Leuten auch, die knapp unter 400 sind von der 2. Legion hier. Und auch von der Ehrenhalle passt das von den Skills sogar so ein Zwischending. Also
Ihm fehlt aber jetzt im Moment gerade ein Geschicktrank, sonst würde hier noch eine ganz andere Zahl dastehen. Also, an der Stelle, nice. Als Assassine ist er der stärkste Assassin. Nee. Nein, er hat Ende geschrieben. Rivo? Ich lasse ihn mal noch drin, aber ich habe die Vermutung, dass wir ihn beim nächsten Mal rausnehmen müssen. Dann guck mal nochmal allgemein schnell in die Anhalte. Ich will einfach mal wissen, wo die... Ach nein. Ich dachte, der Fehler ist behoben. Hilfe. Show me the one. Show me the only one. Also Members, Zombie 425, das Silver 427, das sind die höchsten Level. Huiuiuiui. Gut, ist die Frage, ne? Die haben sicherlich auch die neuen Dungeons gemacht. Vielleicht haben nicht alle Chars die neuen Dungeons gemacht, aber trotzdem, boah. Und auch gerade hier Zombie auch mega gut unterwegs. Also, ja, ein bisschen ausgeglichener geskillt, das muss man mal honorieren hier. Ein Assassine haben wir Kaketsu aus der Tavernenflotte, noch nicht ganz 400. Und dann gibt es auch direkt einen Assassinen, der heißt Assassin 399, Zeitaffe sogar 406 aus der zweiten Legion, okay. Oh. Also Assassinen sind auch nicht so weit weg vom Level, freut mich. Gibt auch einige in den Top 100, das ist nicht schlecht. Mimimi. Ach, der ist sogar auch 400 hier. Hinten raus kackt die Ente hier gefühlt, ja. Okay. Dämonenjäger ist auch interessant zu sehen, der wurde ja nur verbessert. Einige Spieler, die jetzt hier auch an der 400 ja, knapp würsteln. Bolo 410, relativ sogar weit oben. Könnte mir vorstellen, dass das vor dem Rework anders war. Aber ist natürlich auch schon ein bisschen her jetzt. Und das war's damit mit W53. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wie gesagt, schreibt mir das gerne, was ihr zu W53 alles zu sagen habt, damit ich irgendwann mal wieder auf den Server gucken kann und sagen kann, ach, guck mal an. Würde mich freuen. Haut auf jeden Fall rein, macht Tschüss und Servus, euer Basti.